Twitter wurde ich schon ein bisschen gespoilert. Ich habe schon ein bisschen was mitbekommen von den Sachen, die gechanged werden sollen, was sich Riot vorknüpfen will. Weil, wer es nicht mitbekommen hat, haben wir ja im Juli gibt es ein Soft Reset. Das heißt, die haben den Ranked Split jetzt auch, also die Ranked Season auch in 2 Splits aufgeteilt. Und ähnlich wie zur Preseason im Dezember wird es auch größere Changes jetzt im Sommer geben. Und deswegen schauen wir uns das mal an. Baba, danke dir für den Prime. Vielen lieben Dank. Herzlich willkommen bei uns. Dankeschön. I'm Andre, also known as Medler. I'm Jeremy, aka Riot Brightman. Now, today is Monday, April 17th, and we're back for our 4th of these dev update videos. We have a lot to cover today, and to help us do it, we're going to be joined by a familiar face to many of you, Ryan Reeve Morellis, who will be talking about new champions and the upcoming 2v2v2v2 game mode. But before we get to that, let's talk about mid-season. Auf den Game Mode bin ich auch sehr gespannt. Itemization changes and some quality of life updates. Okay, for the first time, we're doing a partial ranked reset in July before starting the second Juli, ranked genau. split. We've got a blog from last November where we go into all the reasons why and details, soll ich and we'll Untertitel link that anmachen? in the description of this video. But we'll use this mid-season to make some adjustments to game systems and content. Not at the scale of preseason, like when we redo. Ist schon das erste Meme, not at the scale of Preseason. In den letzten 2 Preseasons ist überhaupt nichts passiert und sie haben nichts an Änderungen gemacht, aber not at the scale of Preseason, of course. The runes or item systems. Or the jungle, every time. Or the jungle, but it's going to be a bit more than a standard balance patch. Now, the biggest focus of the mid-season this time will be on itemization. At a high level, we're not very happy with the current state of mythic items as an overall system, and based off your feedback, neither are a lot of you. Therefore, we need to find a better direction for them. So, Jungle Lyric war schon fett? Nee. Ich habe einfach die 3 Pokémons introduced und das war's. Also was war daran fett? Es hat sich nichts an der Jungle-Meta geändert. Es waren einfach neue Jungle-Items, die einfach introduced wurden. Aber das hat nichts an der Jungle-Meta geändert, nichts daran, wie man Jungle spielt. Jungle war davor broken, Jungle war danach broken. Also, und eine Rolle hat Pokémon bekommen, sonst ist nichts passiert in Preseason. Die großen Changes waren alle erst im Februar und im Januar, wo sie die ADC-Items angepasst haben und die Mage-Items. Wo sich die Leute so aufgeregt haben, dass im Februar größere Changes kamen über 2, 3 Patches als in den letzten 2 Preseasons zusammen. Mid-season, we're going to be testing some stuff out. And we're going to be trying that through changes to ADC mythic items, some overall changes to lethality, working on game. Stimmt, Assassins sind auch keiner tot momentan. Starting Ne? an update on enchanter items. Also Lethality Assassins vor allem. We're then going to take the learnings from that work to inform our future plans for the item system as a whole, likely meaning a bunch of other changes in preseason. If we're seeing a lot more promise in mythic items after those changes, we'll commit to that, we'll continue, we'll reinforce that newfound direction. If that's still not working, though. Imagine, der Typ im Hintergrund hier würde jetzt einfach ein Porno schauen. So, we'll then explore some much more divergent approaches, radical changes to how mythic items function and why they're there, or potentially just removal of mythic items as a concept. We'd keep a lot of the items around, but take out the restriction, etc., and retune their balance. Beyond that, a couple of other things. Wie steht ihr zu den Mythic Items? Ich glaube, ich würde es gar nicht schlecht finden, wenn sie das Mythic-System removen würden. Ich finde das Mythic-System nicht bad, aber es schränkt halt Item-Builds sehr stark ein. Weil du auf vielen Champions, gerade auf Support, gehst du eigentlich in 99% der Fällen immer den Mythic First. Und ich glaube, ich würde es schon cool finden, wenn sie das ändern und du einfach Redemption wieder First kaufen könntest. Oder Frozen Heart. Ja gut, Frozen Heart ist halt sauteuer, aber oder halt andere Items First auch. Weil als Support nicht Mythic First zu gehen, wird schon sehr hart gepasst. Also es ist sehr uncool. Then this is when the Ivan Midscope update that we mentioned a little while back is going to come out. And it's also very likely that we're going to ship buff sharing for the red and blue jungle buffs. For everybody, not just when Ivan's in the game. Now, if you want to hear more about the itemization side of things, there's a dev blog out today that has some more detail on our thinking there. All right, now let's talk about bots. Aules Tiny, danke für deinen Prime. Vielen, vielen Dank und herzlich willkommen dir auch. Vielen, vielen Dank. And actually today we're going to talk about 2 kinds. The bad kind and the good kind. And the ugly. I previously mentioned that we'd be investing in removing unwanted bots in your games. We recently conducted a major bot banning wave, so you should see less unwanted bots in queues, including in ranked. Now, we do these bans Das ist gut, dann sollten hier ein paar Leute aus den letzten Games dann gebannt werden, wenn sie jetzt Bots bannen. Das finde ich gut. And in waves.
so it's harder for bot makers to respond to. So that's why we don't often talk about these. But we're still Aber working sind on Bots it ein größeres and Problem working in als the space. Scripter? Es We'll gibt share so viele more Scripter updates momentan. on that in the future. Okay, now let's talk about the good kind of bots, the kind that you actually want in your games. We've brought a new team together focusing on improving our bot AI. We want to build bots that will help new. Ich glaube tatsächlich, das klingt jetzt für 99% der Leute wie ein dummes Chapter und warum da Riot Ressourcen reinhaut. Aber ich glaube tatsächlich, dass Bot-Games attraktiver zu machen, ist halt auch ein großes Thema, um den Einstieg für neuere Spieler nicer zu machen. Weil wir sind uns alle einig, dass es kaum ein einsteigerunfreundlicheres Game gibt als League. Und ich glaube, wenn Bot-Games einfach attraktiver sind, wenn du in Bot-Games mehr lernen kannst und wenn einfach am Anfang ein paar Bot-Games zu spielen geil ist, weil jetzt sind Bot-Games ja komplett free. Die Bots machen überhaupt nichts. Aber wenn Bots attraktiver sind und du in Bot-Games actually das Game lernen kannst, profitiert die ganze League-Community davon. We'll also give our devs new tools to work with and open doors to new content. We'll be testing these new bots on PBE later this year and would love your feedback. Finde ich These new actually bots gut. also can order pizza and have it delivered to your house anytime you want if you just ask them. It's pretty cool, right? Yeah, is there a dev blog about the pizza? There's a dev blog out today with more information on our What the goals fuck? for bot AI and what you can expect. Ist das jetzt irgendwie so Rioter-Humor? Sind die so? Oder? Moin Ninja Todd. Also, ist das witzig? I guess it's witzig. Haha. Lol. Changes. We've also got some other quality of life type stuff coming out soon. So first off, we talked previously about how we were deprecating 32-bit OS support in another video. And one of the benefits of that is it's meant more memory is available for other things. One of those is the emote wheel. As a first change, we're going to be expanding that. Sehr wichtiger Change. Auch, also wenn ich mir die Priority-Liste anschaue, wenn ich jetzt, also was ich jetzt ändern würde mit Scope Update, also Emote Wheel ist schon ganz oben dabei in meiner Hitlist an Sachen, die unbedingt verbessert werden müssen. Das Emote Wheel, sehr wichtig, ja. From 5 slots to 9. But we're also exploring some other further improvements to it at some point this year, which could include ability to favorite particular emotes or better ability to search them or multiple emote pages, that sort of thing. Wir werden 25 Emotes haben, bevor wir Scan-Update haben, yo. Another thing we've been working on is re-enabling a lot of champion dialogue lines that have broken over the years. We've identified about 4,500 lines spread across 100 different champions and skins that either used to function and don't anymore or were never hooked up properly. Ja, das Ding ist, das Emote Wheel, wenn man das größer macht oder so, das kannst du auch in jedem fucking x-beliebigen Patch einfach mal machen, oder nicht? Or are there but get played over by other lines of dialogue. Es gibt so viel wichtigere Dinge. Können Sie bitte rühren, dass das Scripter gebannt werden? Champions and skins. You should hear the occasional line of dialogue you haven't Was für heard. neue Items es We've gibt. done about a third of them so far. We've got the other 2/3 coming over the course of the year. Now though, we're gonna hand things over to Ryan. Hey everyone, Hi Ryan. I'm Ryan Reeve Morales, lead producer of gameplay in League of Legends. So a long time ago we promised a new creature champion, and one that wasn't a cute cat or with some humanoid features like Velvet. Hi Ryan. A champion for people that like dark and scary monsters. Well, we're finally ready to release that champion. Nefiri will be a new, straightforward, easier to pick up and play assassin. Or assassins. Ein Assassin, der leicht zu spielen wird, der ohne Skill einfach dein ADC wegrotzen wird. Wupp, wupp. Nee, Jokes aside, ich finde es ganz cool, dass mal wieder auch düstere Charaktere introduced werden und nicht immer alles Uwu und Happy und die Ovo. Ist ganz cool, actually mal wieder so dunklen Bösewicht-Style of Demon-Viech zu kriegen. I guess. Technically a pack of assassins? We also have a new jungler named Briar, being restrained in champ development, but her bloodlust won't be contained for long. And now for some sad news. I know you're all super excited for the Skarner Ja. review, as we saw a lot of positive reception Ja, for his sind new wir. direction in the last Skarner demo. Ja. Don't worry, he's still in development. Ach, But we're gonna Ryan. need some extra time to make sure Nö, we get his gameplay Ryan. just right. Zieht die Leute vom What that Emote Wheel means ab und is schickt Skarner es won't make it out zu this Skarner. And is looking more like early next year. Early But next it's not year? all bad news. Ach, Because Ryan. as we take time to get Skarner's gameplay right, the artists that were gonna work on Skarner have been working on a visual update that many of you top lane fighter players will be very excited about. Ein Whistle-Update. If you remember, earlier this year, we released a small gameplay update to Ja. Jax. Well, later Wissen this wir, year, Ryan. we're gonna pair that with a visual update to Jax as well. Okay, Ryan will uns jetzt gerade erzählen, dass wir kein Skarner-Rework bekommen, aber Jax wird hübscher. Ich glaube, auch bei Ryan sind die Priorities ein bisschen verschoben. I'm sure you're all wondering the same question we were wondering
when we started working on his new look. I wonder if he had a real weapon. We'll keep Hat sich das von euch jemand gefragt im Chat? Ich habe mich das nicht gefragt. wondering, because we sure as heck didn't give him one. We did give it more meaning though. Jax's weapon is now a lamppost from his hometown of Acacia. Also ich bin jetzt kein Jack-Spieler, aber war seine Waffe nicht davor auch schon Lamppost? Ich meine, es sieht sick aus. To be fair. Es sieht sick aus. Aber... Skana? Also so, ich finde sowieso, dass Riot mehr Priority drauf legen sollte, alte Champions, veraltete und outdated Champions zu reworken, als permanent neue Champions vom Stapel zu lassen. Ich würde es besser finden. Das ist einsteigerfreundlicher. Du hast nicht alle paar Patches einen neuen Champion, der eine komplett neue Mechanik hat, die probably wieder das Game bricht. Nee, keine Ahnung. Ich würde es cooler finden, wenn mehr alte Champions reworked bekommen und dafür weniger neue Champions kommen. Ich würde es geil finden. So, ganz kurz Pause. Was picken wir hier? Geil. Before it was swallowed by the void. It's the last thing he has from home. Große Reworks und Mini-Reworks. Nein, richtig fette Reworks. Also wirklich so, du nimmst eine Morgana und wirklich wie so ein Gangplank-Rework. Einfach, dass sie so ein halber neuer Champion wird, basically. Also wirklich fette Reworks. Anstatt neue Champions. So diese ganzen alten, unbrauchbaren Champions, wie, keine Ahnung, Alistair komplett neu reworken, Morgana komplett neu reworken. Also mir fallen jetzt so die Support-Champions ein, weil ich mich nur mit denen richtig auskenne. Aber halt einfach fette Reworks. Ich meine, es gibt Galio, keine Ahnung, ich könnte, wenn ich mir jetzt die Liste anschaue, mir würden da 15 Champions easy einfallen, die du einfach sofort reworken könntest, weil sie outdated sind. Ja, sowas haben wir. Gragas, Jinx, Swain mit einer Saya. Ja, Rakan ist ja leider echt nicht gut. Warum versuchen wir nochmal Thresh? Die beiden Thresh-Games waren eigentlich ziemlich gut. But that thing is huge. Kog'Maw. So we can't possibly hold Halle Blau it weiß ich gar nicht. Es gibt and a einige real Champions weapon auf alle at the Fälle. same time, so he just uses it as a weapon instead. Look out later this year for Jax to finally get his long-deserved visual update. Juhu. You can read more about all of the champions in the champion roadmap, which is out right now. Danke, Ryan. Now I want to give a little update on the 2v2v2v2 game mode, which we're gonna ship with the big summer event. Oh, das kommt schon im this year. Sommer. Okay, actually nice. We are also building a completely new map from the ground up to Oh, support ich habe the keine Runen gemacht. Ach nee, Blitzcrank. Fuck. Fuck, jetzt habe ich irgendeine Rune ist falsch. Egal, wer braucht schon Runen? We can't wait to hear what you think about it when you get to play it in a few months. That's it for me. Here's Riot Brightmoon and Meddler. Danke, Ryan. Now, before we go, I want to remind you MSI is coming up. And there's an MSI State of the Game esports video out today with our global head of League esports, Naz Alataha. She and I talk about everything we're doing for the event, including Ink Shadow skins, info about watch rewards, and details on the event itself. Beyond that, if you're interested, please don't forget to check out the dev blogs we've got on AI. Die 7 Minuten 30 gibt mir nie wieder jemand zurück. Also übertreibe ich, wenn ich sage, dass dieses ganze Video komplett useless war? Oder? Also, keine relevanten Changes, die irgendjemanden jucken, der einfach nur das Game spielen will. Aber es wurden doch schon Item-Changes auch geleakt. Wo standen die denn dann? Aber ich habe gelesen, dass Athene's Unholy Grail zurückkommen soll und Static's Schiff soll zurückkommen. Alles. Müssen wir in den Dev-Blog noch reinschauen? Erinnert mich dran, dann machen wir das nächstes nach dem Game. Mein Invaden als Streamer ist immer so eine Sache. Aber ich guess mein Account ist nicht auf LOL Pros, also könnte gut gehen.